Freudenschreie nach Abpfiff des Fußballspiels in Frankfurt. Doch nicht bei allen. Ein Mann stürmt wutentbrannt aufs Spielfeld, geht auf den noch minderjährigen Schiedsrichter los. Zum einen wurde ihm gedroht, den Kopf abzuhacken und noch weitere, verbale Entgleisungen streng unter der Gürtellinie oder stark unter der Gürtellinie. Der Grund: Die Mannschaft seines Sohnes hatte das Kreispokalfinale bei den C-Junioren mit 0:2 verloren. Ziad Jamshed von der Schiedsrichtervereinigung Frankfurt berichtet uns, dass der 48-jährige Mann schon vorher durchgehend gegen den erst 15 Jahre alten Schiedsrichter gepöbelt habe. Der Vater fing schon von Anfang an mit den starken verbalen Entgleisungen und man hat schon während dem Spiel gemerkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, es ist wirklich heftig, ne, heftiger als sonst und das hat sich dann auch zu den Szenen nach dem Spiel dann zugespitzt. Morddrohungen und Hetze. Der Vorfall ereignet sich am 1. Mai auf einer Sportanlage in Frankfurt-Oberrath. Nur das mutige Eingreifen eines Schiedsrichterassistenten habe offenbar Schlimmeres verhindert. Schiris waren natürlich schockiert, waren in der Kabine und haben die ganze Situation erstmal analysiert, durchgesprochen und haben uns dann entschieden, die Polizei zu rufen. Der Angriff ist kein Einzelfall. Schiedsrichter sind immer wieder Ausrastern ausgesetzt, von Zuschauern, aber auch Spielern. So wie Simon Henninger aus Kelkheim. Der wurde bei einem B-Jugendspiel auf dem Platz verprügelt, musste mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Es ging um einen Einwurf und dann hat einer einen weggeschubst und dann sind halt Spieler ausgerastet, sind aufeinander losgegangen und irgendwann ist es halt gegen mich gegangen und dann wurde ich zusammengeschlagen und zusammengetreten, auch als ich noch am Boden lag. 2 Monate fällt er aus, macht dann aber weiter. Ein anderer Fall. Ein Fausthieb gegen den Kopf. Im Oktober 2019 schlägt Fußballspieler Hayri G. einen 22-jährigen Schiri K.O. Der Grund: Er hatte dem Kicker zuvor die gelb-rote Karte gezeigt. Für den Faustschlag wurde der Fußballer zu 1 Jahr und 3 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Wir stellen schon fest, dass die Vorfälle sich häufen, auch in letzter Zeit. Klar war das immer ein Thema, aber die letzten Sonderberichte, die kamen jetzt, in einem schnelleren Takt und waren auch heftiger. Und ein Beispiel: 3 Wochen vorher wurde einem Schiedsrichter bei einem C-Klasse-Spiel zweimal ins Gesicht geschlagen. Handgreiflich wurde der Vater beim Vorfall rund ums Kreispokalfinale in Frankfurt zwar nicht, ohne Folgen dürfe sein Austicken dennoch nicht bleiben. Es muss jetzt mal ganz klar festgehalten werden, dass der Sohn da überhaupt nichts kann. Auf ihn wird aktuell wahrscheinlich viel eingeprasselt. Ich bin mir auch sehr sicher, dass er sich vor Ort nicht wohlgefühlt hat, als der Vater das gemacht hat. Den würde ich da komplett ausklammern. Und der Vater wird, denke ich mal, so schnell einen Sportplatz nicht wiedersehen. Da erwarten wir entsprechende Konsequenzen vom Verein. Der betroffene Verein veröffentlicht dazu heute eine Stellungnahme. Darin heißt es unter anderem: Der gesamte Vorstand unseres Vereins sowie alle Mitglieder wurden durch diese Tat überrascht und sind in äußerstem Maße schockiert. Ein derartiges Verhalten ist absolut inakzeptabel und hat nichts mit den Werten zu tun, für die unser Verein seit 1948 steht. Wir haben unverzüglich reagiert und gegenüber dem Vater ein Verbot zum Betreten der von uns betreuten Sportanlage ausgesprochen. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung gestellt. Der betroffene 15-jährige Schiedsrichter lässt sich von seiner Leidenschaft nicht abbringen. Er hat am Sonntagmittag bereits wieder ein Spiel gepfiffen und möchte das auch weiterhin tun.